Ich habe schon oft davon geträumt, Autorin zu sein. Da bin ich auch sicherlich nicht die Einzige. Im Unterschied zu früher habe ich dieses Mal wirklich angefangen. Ich habe allerdings festgestellt, dass sich ein Buch nicht mehr ebenso nebenbei schreibt. Wenn ich mir dachte, an den Nachmittagen, an denen ich etwas Zeit habe, schreibe ich einfach weiter, dann ist nie was draus geworden. Ich habe gemerkt, wenn man sich nicht feste Zeit zum Schreiben einplant, dann macht man es auch nicht. Ich habe mir also vorgenommen, meine Freitage ausschließlich für mein Buch zu verwenden. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger. Diesen Freitag zum Beispiel habe ich noch 2 andere Sachen auf meiner Agenda. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass ich mich nicht richtig aufs Schreiben konzentrieren kann, wenn ich noch ein dringendes To-Do auf meiner Liste habe. Also mal schauen, wie weit ich heute komme. Herzlich willkommen zu diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Agnes und ich habe beschlossen, dass ich das nicht länger geheim halten will. Als ich im März ausgewandert bin, habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Ich wollte eigentlich erst sagen mein erstes, aber es ist nicht mein erstes. Ich habe schon 2 oder 3 Bücher angefangen, aber ich habe es nie wirklich durchgezogen. Inzwischen ist Ende Oktober und ich habe schon sehr viel geschrieben seit März und bin dran geblieben. Die letzten Monate hatte ich so ein bisschen ein Schreibloch. Ich habe nicht wirklich weitergemacht. Ich dachte, es geht von alleine, aber ich habe festgestellt, ich muss einfach mehr Fokus drauf legen. Und im heutigen Video geht es eben darum, dass ich mir die Freitage wirklich frei halte, um zu schreiben. Wie ihr wahrscheinlich schon vermutet, ist heute Freitag und ich bin gerade auf der ersten Gassi-Runde mit meinem Hund. Und heute Morgen habe ich erst andere Sachen erledigt, die dringend auf meiner To-Do-Liste waren. Das heißt, der Rest des Tages ist quasi frei, aber nicht ganz. Um 10:30 Uhr bin ich mit meiner Freundin verabredet. Sie hat ein Klamottenlabel und wir machen ein paar Fotos in unserer Wohnung, also in meiner Wohnung, für ihre Kleidung, trinken einen Kaffee, gehen danach noch mit den Hunden in den Park und danach heißt es ein Buch schreiben. So, hier bin ich wieder an meinem Schreibtisch, wo ihr mich heute Morgen schon gesehen habt. Die erste Gassi-Runde ist erledigt und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor meine Freundin zu mir kommt. Mit meiner Freundin treffe ich mich ungefähr einmal die Woche und diese Woche fällt es ausgerechnet auf den Freitag. Schade aber auch. Der Punkt ist, das Leben kommt irgendwie immer dazwischen. Am Anfang war ich super fleißig und habe an mehreren Tagen die Woche geschrieben. Und jetzt habe ich schon sehr viele Kapitel sozusagen ausgeschrieben. Aber als dann die Aufgabe kam, das alles zusammenzufassen zu einer Gesamtgeschichte, dann habe ich irgendwie den Faden verloren und auch so ein bisschen die Motivation. Und dann hat sich's eingeschlichen, dass ich mir immer gesagt habe, ja, nächste Woche fange ich an, das zu machen. Und habe es wirklich nicht getan. Und ich glaube, zwischen Juli und Oktober ist dann gar nichts mehr passiert. Und damit ich auch so ein bisschen mich verantwortlich fühle und mich so ein bisschen dazu zwinge, wirklich daran weiterzuarbeiten, thematisiere ich das jetzt eben auch in dem Video in YouTube, einfach damit ihr alle mich daran erinnern könnt, dass ich das noch zu Ende bringen muss. Ihr fragt euch vielleicht, worum es in dem Buch geht, das werde ich euch noch nicht verraten in diesem Video. Soll das Self-Publishing werden oder mit Verlag? Ich würde mir eigentlich gern wünschen, dass es mit einem Verlag klappt, aber dazu muss ich es erstmal fertigstellen. Dann werde ich mich bei Verlagen bewerben und sollte dabei nichts rauskommen, dann will ich auf jeden Fall, dass es nicht in der Schublade verstaubt und dann würde ich es mit Self-Publishing probieren. Aber Verlag wäre mir auf jeden Fall lieber, einfach weil mir die komplette Kompetenz noch fehlt. Und am Anfang kommen einem Aufgaben immer irgendwie so riesig vor, dass man gar nicht weiß, wo man so richtig anfangen soll. Und am Anfang dachte ich immer, ja, Buch schreiben, schön und gut, aber was kommt danach? Aber ich habe beschlossen, dass ich einfach alles Schritt für Schritt mache. Wenn das Buch soweit steht, dann kümmere ich mich danach um die nächsten Schritte. Und ich habe mittlerweile gesehen, dass es auf YouTube einen riesen Haufen Videos dazu gibt, die wirklich Schritt für Schritt erklären, wie man vorgehen kann und Tipps geben zu allen möglichen Sachen. Aber es hat wenig Sinn, sich das jetzt schon anzuschauen, deswegen ich konzentriere mich jetzt wirklich erstmal aufs Schreiben. Das heißt, solange bis meine Freundin jetzt wirklich auftaucht, geht es weiter hier und danach kurze Kaffeepause. Und der Nachmittag wird dann auch wieder weiter geschrieben, hoffentlich.
amo la luz que llega acá. Encuentro que las fotos quedaron muy lindas. Ya. Los perros. Allá le conté, Chemine. ¿Qué significa rodar entonces? Ah, Rodar. So, wir sind fertig mit Fotoschießen für ihr Klamottenlabel. Vielleicht zeige ich euch die Bilder mal. Ich blende sie euch ein, wenn ich sie habe. Ansonsten könnt ihr das immer in Instagram sehen. Und jetzt sind wir gerade hier bei der Happy Bakery. Und sie lädt mich ein zu einem Brot und ein bisschen Süßkram, aber das werden wir bei ihr zu Hause essen. Und ich warte jetzt mal draußen, weil da dürfen nur 2 Leute rein und da wollte noch ein anderer Kunde rein. Ja. Und dann gehen wir mal zu ihr nach Hause und trinken ein Kaffeechen. Ich habe mich jetzt mal auf meiner Terrasse eingefunden. Es war sehr schön mit meiner Freundin. Wir haben viel gequatscht und sehr lecker gegessen. Sie hat mich nach dem Fotos machen eingeladen zu sich nach Hause. Ist meine Nachbarin, also sie wohnt 2, 3 Häuser weiter. Heißt, wir waren nur quasi relativ kurz weg. Und jetzt bin ich, wie gesagt, auf meiner eigenen Dachterrasse in meiner Wohnung und werde mich wieder dem Schreiben widmen. Ich habe vorhin schon angefangen und was ich gerade mache, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich die Kapitel, die ich schon geschrieben habe, so ein bisschen zusammenfasse. Und das bedeutet natürlich, dass ich immer die Übergänge so ein bisschen anpasse, dass man dem Geschehnis folgen kann, dass ich ergänze, was dazwischen noch fehlt und all diese ganzen Sachen. Und damit habe ich erst letzte Woche erst angefangen. Das heißt, da bin ich noch ganz, ganz am Anfang. Und das wird mich auf jeden Fall noch einige Wochen beschäftigen. Und jetzt würde ich sagen, gibt es keine Ausreden mehr. Ich habe hier oben mir Wasser mitgebracht und mein Notizbuch und mein Handy, das ich hoffentlich nicht zu viel in der Hand haben werde. Und dann würde ich sagen, legen wir los. I can do an imitation of a man who's feeling good. I can talk a lot like someone who's not misunderstood. I can go to all the places where the happy people stay. But without you here beside me, I'm an actor on the stage. There's a drunk in every graveyard, there's a ghost in every bar. I'm drinking in the moonlight, wondering where you are. Die Zeit ist mir nur so durch die Finger geflossen heute. Deswegen habe ich mir Abendessen bestellt. Das kam jetzt gerade an und steht da auf dem Tisch. Und danach zeige ich euch gleich noch, wie weit ich gekommen bin. Aber erstmal das Essen. Das Restaurant heißt De Raiz. Und wir haben hier einmal eine vegane Auberginen-Lasagne. Oh Gott, das riecht so lecker. Und hier noch ein kleines Süppchen, ein veganes Kürbissüppchen mit Croutons. Ich muss immer überlegen, weil ich immer die spanischen Wörter im Kopf habe, weil ich das beim Bestellen jetzt natürlich auf Spanisch bestellt habe. Okay, also dann werde ich das jetzt mal schnell essen und danach erzähle ich euch, wie weit ich gekommen bin. Okay, fangen wir hiermit an. Jetzt bin ich gespannt. Ein Traum. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay.
Okay, inzwischen ist es dunkel und dann gucken wir mal ins Dokument, auf welcher Seite ich inzwischen bin. Das sagt euch jetzt natürlich nicht so viel. Also es hat jetzt nicht unendlich viel Aussagekraft, was ich euch jetzt gleich sagen werde. Aber vielleicht können wir in zukünftigen Videos dann so ein bisschen beurteilen, wie mein Tempo so ist, wie viele Seiten ich insgesamt schaffe. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich schon verschiedene Kapitel geschrieben habe, die ich gerade alle zusammenfasse. Und heute habe ich quasi ein Teilstück wieder dazu. Und ich mache es so, dass ich ein fertiges Dokument habe. Ich habe ein großes Dokument, in das ich quasi die einzelnen Teilstücke einsetze und Verbindungen schreibe. Und wie gesagt, ich bin noch am Anfang. Dieses Gesamtdokument hat 35 Seiten. Das ist noch nicht die Welt, aber mit jedem neuen Kapitel kommen wieder Seiten hinzu. Wenn ihr in Zukunft meinen Videos weiter folgt, dann werdet ihr sehen, wie schnell die Seitenzahl wächst. Ich bin auch selber ganz gespannt und vielleicht können wir irgendwann sagen, okay, mein Ziel wäre zum Beispiel 50 Seiten oder 100 Seiten pro Woche. Andererseits kommt mir das auch irgendwie sehr schnell vor. Wahrscheinlich eher 10 bis 20. Und das wäre schon gut, denke ich. Ich habe auch keine Ahnung, bei wie vielen Seiten ich am Schluss rauskomme. Ehrlich gesagt, alles, was ich hier mache, passiert nicht gerade unter professioneller Anleitung. Also ich bin definitiv kein professioneller Schreibcoach in irgendeiner Art und Weise. Ist mein erstes Mal. Aber ich dachte, es wäre Spaß, das Ganze zu begleiten und irgendwann auch was zu haben, auf das man zurückschauen kann. So, und jetzt werde ich mal duschen gehen und dann sehen wir uns gleich danach wieder. So, hier bin ich wieder. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich hoffe, das Video war euch eine Inspiration, auch mit den Projekten anzufangen, die ihr schon lange vor euch her schiebt. Es hat wirklich echt was Befriedigendes, wenn man einfach sich Schritt für Schritt seinen Zielen nähert. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft wiedersehen. Ich habe auf jeden Fall vor, euch auf diesem Kanal auf dem Laufenden zu halten über dieses Schreibprojekt. Also abonniert mich gerne, falls ihr es nicht verpassen möchtet. Und dann bis bald.